dann die Bundeslade im Lager zu haben, macht gar keinen Unterschied. And so, note what it says in chapter 4, verse 7. Schaut mal, was da in Kapitel 4, Vers 7 steht. Where when the ark came into the camp of the Israelites, they were so excited, they were shouting and giving them a real boost of, yay, we're going to win. Wo die Lade ankam im Lager der Israeliten, da haben die gerufen und getanzt und haben gesagt, yay, hatten echt das Gefühl, ja, jetzt werden wir siegen. And the Philistines, the noise was so great that the Philistines in their camp heard all this noise. Es war so laut, dass die Philister es drüben in ihrem Lager hörten. And they asked the question, verse 6, why is all this shouting in the Hebrew camp? Und dann haben sie sich gefragt, was ist das für ein gewaltiges Jauchzen im Lager der Hebräer? And of course they had their spies and their people looking out. Und da hatten sie ihre Spione, ihre Leute, die ihnen berichtet haben. And they learned that the ark of Yahweh had entered the camp. Und da erfuhren sie, dass die Lade des Herrn von Yahweh ins Lager gekommen war. And their response is so interesting, verse 7. Ihre Reaktion darauf ist so interessant in Vers 7. They were afraid. Sie fürchteten sich. Now they probably weren't afraid before, Zuvor haben sie sich bestimmt nicht gefürchtet. but they were afraid now. Aber jetzt hatten sie Furcht. And the reason was because of the reputation of Yahweh Der Grund war, wegen dem Ruf Jahwes and what he did in delivering the Israelites out of Egypt. was getan hatte, um die Israeliten aus Ägypten zu befreien. Now the miracle of the plagues and Israel being delivered, that would have happened 400 years before. Die Wunder während der Plagen und wie Israel befreit wurde, das war 400 Jahre zuvor. But verse 8, Aber in Vers 8. woe to us! Who can deliver us from this power, the power of this mighty gods? These are the gods who struck the Egyptians with every sort of plague in the wilderness. Take courage and let us be men, O Philistines, in order not to become slaves to the Hebrews as they have been to us. Wehe uns, wer will uns erretten aus der Hand dieser mächtigen Götter? Das sind die Götter, die Ägypten schlugen mit allerlei Plagen in der Wüste. So seid nun stark und seid Männer, ihr Philister, damit ihr nicht dienen müsst den Hebräern, dass sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft. So you can see that the superstition they had. They thought, wow, this is really scary for us. Das sieht man auch den Aberglaube, den die Philister haben. Die dachten, wow, das ist jetzt voll beängstigend für uns. Now, as you know, they fought this battle and Israel lost very badly. Aber wie ihr dann wisst, sie haben gekämpft und Israel hat die Schlacht ganz übel verloren. But not only did they lose badly, they actually lost the Ark of the Covenant. Aber nicht nur haben sie eine hohe Niederlage hinnehmen müssen, sondern sie haben auch die Bundeslade verloren. I have my little pointing stick, Ich habe mir meinen kleinen Stab. which is really useful. So here is where the Ark was, Hier war die Bundeslade. and this is where the Battle of Ebenezer was thought to be. Hier wird vermutet, dass die Schlacht zu Ebenezer stattfand. So Israel was defeated, Israel wurde also besiegt. and when they captured this religious artifact, the Ark, they did what they knew to do and took it back and put it in the national, the temple of the national deity Dagon. Und wo sie diese religiösen Artefakte erobert haben, haben sie das gemacht, was sie halt so kannten. Sie haben das in den Tempel ihres nationalen Gottes Dagon gestellt. And what happened is really quite funny. Und was dann passiert, ist wirklich ziemlich witzig. And that is, they went back the next morning and Dagon had fallen off his perch. The idol had fallen off and was bowing before the ark. Als sie am nächsten Tag zurückkommen, da sahen sie, wie Dagon von seinem Ort gefallen war. And so they then sort of put him back. Haben sie ihn wieder aufgestellt, die Statue. And then the next time they went in, his hands and the head of Dagon and his hands were separated from the actual trunk of Dagon. Am nächsten Tag war dann sein Kopf und seine Hände abgeschlagen von seinem Rumpf.
Now you would think that that would be a message to them. Jetzt würde man vielleicht annehmen, das wäre eine echte Botschaft an sie gewesen. Maybe this God of Israel is more powerful than this national deity. Vielleicht ist der Gott Israels wirklich mächtiger als unsere nationale Gottheit. But as I read this, I'm reminded of just a strange but interesting incident for me years ago. Wenn ich das lese, das erinnert mich an ein Ereignis, ein interessantes und seltsames Ereignis vor ein paar Jahren. When I was fixing cars, I was seeking to be a witness in my workplace situation with the other mechanics. Damals, wo ich noch Kfz-Mechaniker war, da wollte ich auch Zeugnis ablegen über den anderen Mechanikern in der Werkstatt. There was a young apprentice and he really loved a certain rock band. Da hatten wir einen jungen Azubi, der hat echt eine bestimmte Rockband sehr geliebt. And he would talk about them with great love and he was just a fan. War der totale Fan, er hat mit ganz viel Liebe von ihnen gesprochen. And he had posters of these rock band all over his bedroom wall. In seinem Schlafzimmer überall Poster von dieser Rockgruppe. And in the friendship that I had with him, he ended up coming to a meeting where the gospel was preached and he committed his life to Christ. Und durch unsere Freundschaft ist er irgendwann mitgekommen zu einem Treffen, wo das Evangelium gepredigt wurde und hat sein Leben lang Gott gegeben. And after that night, the meeting was in the evening, that night he went home and went to bed. Und nach diesem Abend, das Treffen war am Abend, da ist er nach Hause und ins Bett gegangen. And he was woke up in the night with a noise in his bedroom. Und ist nachts aufgewacht, da war ein Geräusch in seinem Zimmer. And almost all of the posters on the wall of his favourite rock band had fallen off the wall. Fast all die Poster der Bands in seinem Schlafzimmer sind von der Wand gefallen. And he came back to me the next morning, came to work, and he says, "You wouldn't believe what happened last night." Am nächsten Morgen kam er zur Arbeit und hat gemeint, du kannst dir gar nicht vorstellen, was da passiert ist bei mir. And as he told that story, I was thinking of this incident. Weil er mir die Geschichte erzählte, da erinnerte ich mich an dieses Ereignis. There was a new God in his life. In seinem Leben gab es einen neuen Gott. Here is another kind of topographical picture of the different battles, the situation. Hier ist nochmal so ein topografisches Display der Situation von den verschiedenen Schlachten. That is the battle here. Hier passierte die Schlacht. And then the ark went here. Und dann wurde die Lade da runtergenommen. But not only did Dagon fall over, but there was a plague in the Philistine city. Nicht nur ist Dagon umgefallen, sondern dann gab es noch eine Plage in der Philisterstadt. And it seems that it was some kind of sickness that people knew. Es scheint, dass es irgendeine Epidemie war, eine Krankheit. Because their way of atoning for what they did was to make golden tumors and mice. Denn wie sie das wieder gut machen wollten, war mit goldenen Geschwüren und Mäusen. So maybe it was some disease caused by rats or something of that nature. Vielleicht war das also eine Krankheit, die durch die Ratten verbreitet wurde oder sowas in der Art. But they moved the ark from Ashdod to Gath. Sie haben diese Bundeslade also von Ashdod nach Gath transportiert. And the disease followed the ark. Und die Krankheit ist mit der Lade gereist. And then to Ekron. Und dann nach Ekron. And then they got the message. Und dann haben sie es geschnallt. That the problem was that they were having, they had taken the ark. Das Problem war, dass sie die Bundeslade genommen haben. And chapter 6, verse 6. Und dann in Kapitel 6, Vers 6. Again they talk about what happened to the Egyptians all those years ago. Sprechen sie wieder davon, was damals mit den Ägyptern passiert war. And they said, why should we have what happened to us happen to the Egyptians? Let's get rid of this thing. Und sie fragen sich so, ja, warum soll für uns jetzt dasselbe zustoßen wie den Ägyptern damals? Lass uns das Ding loswerden. And what they did was they put it on a new cart with 2 cows that had just given birth to calves. Sie haben das dann an einen Wagen, auf den Wagen gestellt, wo 2 Kühe dran gespannt waren, die gerade erst Kälber bekommen hatten.
And what they did was they took the calves away from the cows. Und haben diese Kälber von den Kühen weggenommen. And in the natural order of things, the cows would be too concerned about their calves to do anything else. Und was da natürlicherweise passieren würde, diese Kühe, die würden sich um ihre Kälber sorgen wollen. But rather than that, the cows just walk straight ahead. Aber statt das zu tun, sind diese Kühe einfach geradeaus losgezogen. And that's another example of a miracle. That's a miracle. Es ist also ein Wunder. And so the ark, so in this way, Yahweh was vindicated. Auf diese Weise wurde Yahweh, what's another word for Vindicated was proved to be the true God. wurde als der wahre Gott bewiesen, gezeigt. Because you need to understand, when these nations went into battle, Ihr müsst verstehen, wenn diese Nationen in den Krieg zogen, it wasn't just the nations, it was the gods of the nations. dann waren es nicht nur die Nation, nicht nur die Menschen, sondern die Götter der Nation. That was their worldview. Das war ihre Weltanschauung. So if this nation defeated this other nation, it was because the God of that nation was greater than that other nation. Wenn diese Nation jene Nation besiegt hat, dann ist es, weil der Gott der ersten Nation stärker war und den anderen Gott besiegt hat. So after this, they would be thinking, oh, you know, Dagon is greater than the God of Israel. Nachdem sie also die Israeliten besiegt hatten, würden sie denken, Dagon ist halt stärker als der Gott Israels. We've captured the ark. Sie haben die Lade erobert. Now we know they had victory because of the idolatry and the fact that Israel was not walking in the covenant. Wir wissen, dass sie die Philister gesiegt haben wegen Israels Götzendienst und weil sie dem Bund nicht gefolgt sind. And so these incidents, what they showed the Philistines is that the God of Israel was actually greater than the God of the Philistines. Was diese Ereignisse jetzt den Philistern gezeigt haben, ist, dass Israels Gott tatsächlich größer war als die Götter der Philister. So you get the Dagon falling on his face, hands and feet cut off. Wir sehen also, wie Dagon auf sein Gesicht fällt, wie sein Kopf und seine Hände abfallen. The plague breaking out in 3 of the cities. Diese Epidemie, die da ausbricht in 3 Städten. The use of 2 cows who just given birth. Wie diese 2 Kühe, die gerade erst Kälber bekommen haben, sich um die Kälber gekümmert haben. And what happened was they sent the ark and it wandered to this village here, Beth Shemesh. Sie haben die Bundeslade also losgeschickt und sie wanderte dann, die Kühe wanderten dann in dieses Dorf Beth Shemesh. And these guys were so excited. Die Leute dort, die haben sich so gefreut. You could just imagine they're out cutting their crops and all of a sudden this 2 cows with this calf come towards them. Stell dir vor, die ernten gerade ihre Felder ab und dann kommen diese 2 Kühe mit dem Wagen auf sie zu. And then they take it off and they're inquisitive. Und dann nehmen sie diese Lade runter und dann sind sie neugierig. If you see a box, you've got to know what's in it, haven't you? Wenn man eine Box sieht, dann muss man unbedingt reingucken, oder? Well, maybe not for you, but you know, what's in it? Aber mir geht es auf jeden Fall so. They look inside, and of course, what they have done has violated the holiness of God. Sie gucken da rein und natürlich, was sie damit taten, hat Gottes Heiligkeit gestört. And some die because of that. Und einige sterben deswegen. So what they do is they send it away to Kiriath Jearim. Sie schicken sie jetzt weiter nach Kiriath Jearim. And that is where the ark stays for about the next 100 years. Und da bleibt die Bundeslade dann etwa die nächsten About 100 years. 100 Jahre lang. Yeah, chronology is not easy, but it'll be about that. Es ist nicht so einfach, das auszurechnen und zu bestimmen, aber ungefähr 100 Jahre. And then you know. No, you don't know. In 2 Samuel, you know that David did a big ceremony when he brought the ark from Kiriath Jearim up to Jerusalem. In 2. Mose lest ihr dann, wie David eine große Feier gefeiert hat, wo er die Arche, die Bundeslade von Kiriath Jearim nach Jerusalem gebracht hat. Now, have you read 1 Chronicles yet? Habt ihr 1. Chronik schon gelesen? Then you'll know how much space is given
to this. dann wisst ihr, wie wichtig dort dieses ist. But not just this, all of the worship that David introduced into the religion of Israel, the psalms and the singing and the musicians. Die ganze Anbetung, die David dort in der Religion Israels etabliert hat, das ganze Singen, das Musizieren. Now we finished this portion with Samuel being recognized as a judge. Wir haben hier zuletzt gelesen, dass Samuel als Richter anerkannt wurde. And as a judge, he called the people away from syncretism, from idol worship. Als Richter hat er das Volk vom Synkretismus weggerufen, vom Götzendienst. And there was a ceremony in chapter 7 where they renewed the covenant to be faithful to God. Und dann gibt es eine Zeremonie, wo sie den Bund erneuern mit Gott. And when they gathered together, the Philistines thought they were gathering as an army to fight them. Wo sie sich da versammeln, da denken die Philister, die sammeln sich als Heer, um zu kämpfen. So the Philistines came to fight them. Also zogen die Philister los, um sie zu bekämpfen. But here we see God answering the prayer of Samuel. Und dann sehen wir hier, wie Gott Samuels Gebet erhört. And we read in verse 10 of chapter 7. Und in Kapitel 7, Vers 10 lesen wir dann. But the Lord thundered with a mighty voice that day against the Philistines and threw them into confusion, and they were routed before Israel. Aber der Herr ließ donnern mit großem Schall über die Philister am selben Tag und schreckte sie, dass sie vor Israel geschlagen wurden. And so Israel got a victory without even fighting them. Israel errang hier den Sieg, ohne dass sie kämpfen mussten. Now notice the comparison. Vergleicht das mal. The battle of Ebenezer when they were in idolatry. In der Schlacht zu Ebenezer, wo sie in Götzendienst waren. Even with the ark, they lost 4,000 men. Selbst mit der Bundeslade haben sie 4.000 Mann verloren. Here, after they had renewed the covenant and committed to be faithful to the covenant, Hier, nachdem sie den Bund erneuert haben und versprochen hatten, den Bund zu halten, God gave them victory and they didn't even have to fight for it. gab Gott ihnen den Sieg und sie mussten nicht mal darum kämpfen. And so this contrast, it shouldn't be lost on us. Diesen Kontrast, den sollten wir nicht verpassen. And so this portion finishes with the circuit of Samuel. Dieser Teil endet mit einer Route, die Samuel gemacht hat. And he would operate as the judge, the high court judge of the land in this circuit. Und er ist immer in diesem Kreis gezogen von einer Stadt zur anderen und hat dort Gerichte. And this Gilgal, he would have served everybody east of the Jordan. Dann in Gilgal hat er den Leuten östlich des Jordans gedient. And then the people to the north, the people to the south, and that's how he fulfilled his role. Und dann den Leuten im Norden, den Leuten im Süden, so hat er seine Rolle ausgeübt. So that sets us up in a really good place for tomorrow. Damit sind wir jetzt an einem guten Punkt, um morgen weiterzumachen. I'm assuming it's 12:30 now. Then I better finish very quickly, but after this question. Yeah, I have a question. And it says in Samuel that they met in Mitzvah. First question is, why Mitzvah? It's mentioned many times in the Bible. And what does it mean when it says that Samuel was judging Israel at that place? Was he just listening and you did that wrong? Or what does it mean, judging Israel? Warum Mitzvah? Warum hat sich Frage geworfen? Was bedeutet das, wenn es heißt, dass Samuel das Volk gerichtet hat? When you look at the law, which really is God's constitution to Israel, Wenn wir uns das Gesetz anschauen, was eigentlich Gottes Verfassung für Israel war, many questions of justice were dealt with by the elders of the city at the city gate. wurden oftmals Fälle von Gerechtigkeit, von Recht durch die Ältesten der Stadt in den Stadttoren verhandelt. The gate of the city was like the town hall or the town square. Denn damals waren die Stadttore sowas wie das Rathaus oder der Hauptplatz. But there were times when the case was too complicated, too difficult, then it went to the highest
judge of the land, which was in this case Samuel. Aber dann gab es Fälle, die zu kompliziert waren und die gingen dann an den höchsten Richter des Landes und in diesem Fall war das Samuel. And so his circuit was to hear cases of justice or injustice which came from the different people at different times in these cities. Ist also langgezogen von Stadt zu Stadt, um immer diese Fälle anzuhören und Gericht zu sprechen. Now I don't know particularly why Mizpah is there other than it was in the circuit. Also ich weiß nicht, warum jetzt hier Mizpah wieder erwähnt wird, außer dass es hier in diesem Kreis ist. They also gathered at Mizpah, and in our reading, when Samuel was called them together to renew the covenant. So that's at Mizpah. Yes, Yeah. Mizpah, that's So right. at that moment it seemed to be an important place in some way. Yes, Gilgal was where the tabernacle was at first. In Gilgal war die Stiftshütte zunächst mal. Bethel, the house of God, that has historical significance with Jacob. Bethel hatte auch historische Bedeutung durch Jakob, das Haus Gottes. And then, of course, Mizpah, as been pointed out, it was where they had an encounter of renewing the covenant. Bei Mizpah haben sie jetzt einen Bund erneuert. And was that Samuel's home, Ramah? I think it was his home. Ich glaube, das war seine Heimatstadt Ramah. And so, yeah. Father, thank you for our time together. Thank you that your word is so available to us as these students get together to continue to read and talk and discuss. I pray it will become far more than words on a page, but will become living and engaging in their lives. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you very much. Yeah, I'm showing you a bunch of stuff.